Mein Name ist Sabine Ringhofer. Ich bin CIO der Cineplex Kinogruppe. Cineplex ist in 12 Ländern tätig. Unser Hauptsitz ist hier in Wien. Wir haben Kinos von Norditalien über den ganzen Balkan bis hin zu Griechenland, Rumänien. Und wir betreuen das IT-mäßig alles von Wien aus. Das heißt, wir haben auch sehr viel zu testen, auch sehr viel in anderen Sprachen zu testen, und deswegen sind wir dann auch auf Driverless gekommen. Aber vielleicht stellst du dich noch vor, Isabel. Mein Name ist Isabel Balguni, ich bin Teil des IT Applications Team von Cineplex und wir betreuen eben die Kinosoftware, Website und App in Österreich und eben auch allen anderen Ländern. Wir setzen die Driverless Software jetzt seit 2023 bei Cineplex ein. Und zwar sowohl für die Website, für unsere POS-Applikation und für die mobile App auf Android und iOS. Das hat uns sehr geholfen, weil es uns einiges erspart. Wir haben uns einige andere Testtools auch angeschaut. Auf die Firma Obientis sind wir dann aufmerksam geworden auf Konferenzen. Also ich bin manchmal auf Konferenzen unterwegs. Ich kannte den Geschäftsführer, den Roland Scheinig, schon vorher flüchtig, und er hat mir dann die Software gezeigt, was sie kann und wie sie sich von anderen unterscheidet. Und ich habe mir gedacht, das ist für unseren Use Case genau das Richtige. Also eine Software, die auch sich ändernde Gegebenheiten sehr gut auslesen kann, wie ich habe immer einen anderen Saalplan, ich habe immer andere Filme, also unsere Website und App schaut halt immer ein bisschen anders aus, und so sind wir dann drauf gekommen, mit Driverless zu arbeiten. Also das hat uns sehr viel erspart an manueller Arbeit dann letztendlich. Also wir verwenden Driverless gerade primär fürs Testen unserer Website und App. Dabei testen wir vor allem die Grundfunktionalitäten der App automatisiert. Also ein Beispiel für einen typischen Testfall wäre der Kauf von Kinotickets, das Reservieren von Kinotickets. Und da haben wir natürlich ganz viele variable Parameter. Also wir haben unterschiedliche Tickettypen, Saalpläne mit unterschiedlichen Layouts. Die Gäste können anonym, können eingeloggt kaufen. Wir haben verschiedene Zahlungsmethoden. Und wenn man das alles manuell testen würde, würde das deutlich mehr Zeit beanspruchen, als wenn wir jetzt einen Testfall erstellen und den dann ganz oft wiederholt ausführen können. Da können wir dann auch Fälle testen, in denen Parameter zum Beispiel nach Beginn der Zahlung nochmal angepasst werden. Und das natürlich in einer sehr hohen Wiederholungsrate. Das erspart uns natürlich sehr viel Zeit und manuelles Testing. Ja, derzeit erstelle ich die Testcases alleine, aber bekomme natürlich sehr viel Input von meinen Kolleginnen und Kollegen, die eben an mich herantreten mit Ideen, welche Testcases wir noch brauchen könnten. Und ich implementiere die dann und führe sie dann eben auch aus. Wir haben auch sehr viele Execution Lists, das heißt, wir lassen Testcases in einer bestimmten Reihenfolge, oft wiederholt, ablaufen und können dann eben sehr viele Testcases automatisiert abdecken. Genau, bei der Einführung von Driverless hatten wir ein ausführliches Onboarding mit den Mitarbeiterinnen bzw. Kolleginnen von Obientis, und dabei haben wir unseren ersten Testfall zusammen erstellt. Wir haben ganz allgemeine Informationen darüber bekommen, wie man Driverless verwendet, wie man dort die Testcases zusammenstellt aus den verschiedenen Blöcken, die zur Verfügung stehen, und haben dann diesen Testfall ausgeführt, noch optimiert. Außerdem haben wir Zugang zu einem Handbuch bekommen, und dieses User Manual hat sehr gut aufbereitet, ganz zugänglich Informationen darüber, was die einzelnen Blöcke eben machen, wie man die Testcases erstellt. Und wenn wir dann doch noch Fragen hatten, waren immer die Kolleginnen von Obientis eben für uns da, haben uns gut betreut
Und so haben wir dann zusammen auch die Testcases optimieren können und eine gewisse Verlässlichkeit von den Testcases garantieren können. Also ich habe durchaus Programmiererfahrung, aber es ist nicht notwendig, um Driverless zu verwenden, braucht man keine Programmierkenntnisse grundsätzlich. Es ist eben sehr zugänglich gestaltet und falls es doch solche Konzepte gibt wie Schleifen oder Bedingungen, Konditionen, die man abfragen muss, dann ist das ganz zugänglich eben aufbereitet im User Manual und wenn doch Fragen bestehen, kann man sich immer an die Driverless-Kolleginnen wenden, die das dann natürlich auch erklären. Also deswegen würde ich durchaus sagen, dass keine Programmiererfahrung notwendig ist, um mit Driverless gut arbeiten zu können. Also es gibt immer im Vorfeld von neuen Releases eine kurze Information, wo alle wichtigen neuen Features zusammengefasst aufbereitet sind. Des Weiteren gibt es immer eine ganz ausführliche Datei mit Informationen zu Bugfixes, falls welche da sind und eben die neuen Features noch im Detail erklärt. Das heißt, man kann sich da schon mal einen super Überblick machen, was bei der neuen Version, beim neuen Release auf einen zukommt. Und genau. Und das Update kann auch immer eigentlich remote durchgeführt werden. Das heißt, es ist auch sehr unkompliziert. Und bis jetzt hatten wir im Zuge eines Updates noch nie konkrete Probleme danach. Es hat immer alles sehr gut funktioniert. Bei der Einführung allgemein in den Prozess der Testautomatisierung mithilfe von Driverless ist es natürlich erstmal herausfordernd, die ganzen Testcases dann alleine ohne Unterstützung zu erstellen. Aber es gab ja dann doch Unterstützung, weil wir ja immer per Mail oder mit Support-Terminen vor Ort zusammengearbeitet haben. Das heißt, wenn es doch Probleme gab, die Testcases alleine auf die Beine zu stellen, dann konnte man immer sich mit Fragen an die Kolleginnen von Driverless wenden und dementsprechend konnten wir alles recht gut umsetzen. Außerdem, ja genau, vielleicht kann ich da noch ein Beispiel nennen dazu. Wir hatten am Anfang eben Probleme damit, dass die Kinositze bei der Auswahl richtig erkannt wurden und dementsprechend war es recht schwierig, die Testcases verlässlich zu gestalten. Und das haben wir dann doch in Zusammenarbeit recht gut hinbekommen. Das heißt, unsere Testcases laufen da jetzt sehr stabil immer durch und dementsprechend haben wir da gar keine Probleme mehr und das war eben auch nur möglich durch die gute Kommunikation, würde ich sagen. Also unsere Website und App wird sehr häufig weiterentwickelt. Wir machen normalerweise jede zweite Woche eine Release, wo wir neue Features und Bugfixes einspielen. Das heißt, man muss natürlich permanent testen und man muss immer wieder dieselben Fälle testen, die dann doch sehr zeitaufwendig sind. Ich würde schätzen, dass der Einsatz von Driverless hat uns so 20 Stunden pro Woche an Testing erspart. Also wir müssen natürlich einiges dann auch noch händisch nachtesten, aber die automatischen Testcases, die einfach so laufen, das war wirklich eine enorme Zeitersparnis und das befreit natürlich die IT-Mitarbeiter von so relativ dummen, repetitiven Tätigkeiten. Also das hat uns wirklich einiges gebracht. Ja, also das würde ich auch so unterstreichen auf jeden Fall. Wir können eben die Driverless Test Cases mit einer sehr hohen Wiederholungsrate ausführen. Und das ist natürlich gar kein Vergleich, wenn man das mit manuellem Testing vergleicht, wo jetzt wirklich ein Kollege, eine Kollegin stundenlang die Grundfunktionalitäten vor jedem Release nochmal durchtesten würde. Das wäre zeittechnisch natürlich deutlich aufwendiger und so ersparen wir uns das. Und dadurch, dass es eben mit grafischer Erkennung und AI-Aufbereitung arbeitet, ist es natürlich
sehr praktisch für uns, weil wir können eigentlich menschliches Testing simulieren, sage ich mal. Und das ist natürlich dann sehr gut vergleichbar, ohne den Zeitaufwand. Also die Einsatzmöglichkeiten für Driverless sind, glaube ich, in der Zukunft auch noch sehr vielfältig für uns. Wir verwenden Driverless derzeit primär eben fürs Testing. Natürlich könnten wir da auch noch einige Prozesse an sich automatisieren. Außerdem haben wir das App-Testing bzw. Mobile-Testing erst dieses Jahr begonnen. Das heißt, da gibt es auch noch einige Testcases, die wir ausbauen müssen. Und auch für unsere anderen Länder stehen noch Testcases an. Das heißt, wir würden auch sehr gerne die Websites und Apps für andere Länder automatisiert testen. Also mit der derzeitigen Version bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich mag auch sehr die Funktionalität, dass man ganze Blöcke eben in Funktionen umwandeln kann. Ich finde das auch sehr intuitiv und praktisch. Ja, Herausforderungen. Natürlich muss man die Testcases auch warten. Das heißt, wenn es gewisse Anpassungen gibt, auf der Website zum Beispiel, dann ist natürlich eine gewisse Wartungsarbeit damit verbunden. Allerdings ist das trotzdem kein Vergleich mit dem manuellen Testingaufwand. Dementsprechend ist es jetzt kein negativer Aspekt, es ist trotzdem eine Zeitersparnis.